Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Agilite Tactical, der Micromap. Shalom aus Israel. Agilite hat ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Ganz neu ist der Micromap. Wir haben euch ja bereits den AMAP Assault Pack vorgestellt, den man auch am Plattenträger oder Solo tragen kann. Und wer sich an die alten Tage von Agilite erinnert, die hatten mal ein Trinksystem, 3 Liter, relativ lang, also hat über dem Plattenträger rausgestanden, gibt es nicht mehr. Wir haben uns immer gefragt, warum ist das so? Wahrscheinlich war der Grund, dass damals schon die Pläne für den Micromap hier in der Schublade gelegen haben. Jetzt ist er da und deswegen wollen wir ihn euch einmal kurz vorstellen. Erstmal, was ist der Micromap? Es ist im Endeffekt eine Lösung für den Plattenträger für die Rückseite, um hier nochmal eine Tasche anbringen zu können, in Form des Micromaps, um eben einfach noch ein bisschen mehr Volumen am Mann zu haben. Nicht so viel wie mit einem Assault Pack, aber eben gerade genug, um vielleicht ein paar Werkzeuge, ein paar Magazine und vor allem was zu trinken mit dabei zu haben. Von der Größe her habe ich hier extra mal eine Sapi in M mit dazu gepackt, dass ihr das mal sehen könnt. Ist ungefähr dieselbe Größe. Das ist auch der Hintergedanke gewesen beim Micromap, dass der hier dieselbe Größe hat wie auch der Plattenträger selbst und nicht wie viele andere kleiner ist, wo man dann eigentlich Platz verschenkt und der verschenkte Platz geht dann immer auf Kosten der Trinkblase. Denn viele dieser Systeme, die auf dem Markt sind, können maximal eine 1,5 Liter Blase aufnehmen und hier habe ich wirklich die Möglichkeit, eine 3 Liter Blase aufzunehmen, die auch von Agilite mit HydraPack zusammen nochmal neu entwickelt worden ist. Die haben wir hier auch mit drin, zeigen wir gleich. Gehen wir erstmal hier drüber. Also, Maße haben wir gesagt, Medium Sapi, also ca. 30 cm in der Höhe, 25 cm in der Breite. Von der Tiefe her seht ihr schon, wir haben jetzt hier die Trinkblase drin mit 3 Litern, also haben wir maximal so 8 cm im Volumen, können aber hier auf der Front mit einem Beavertail das Volumen nochmal erweitern, zeige ich aber gleich. Von der Ausstattung her habt ihr hier im oberen Bereich Pals in Form von Laser Cut mit Klett. Da könnt ihr dann entsprechend hier entweder Patches aufbringen oder eben ganz normal klassische Molletaschen oder Taschen mit Klett auf der Rückseite. Im oberen Bereich findet man einen Dual-Zipper, wo hier ein Fach zu finden ist, das ungefähr die Tiefe einer Hand hat und über die komplette Breite geht. Ein weiteres Frontfach ist hier auf dem Beavertail, also auf der Fronttasche, die hier noch ausklappbar ist. Die ist hier im unteren Bereich zu finden. Auch hier wieder geht knapp eine Hand rein über die komplette Breite mit 2 Zippern zu bedienen. Klettfeld oben drüber, Klettfeld hier in der Mitte und Palschlaufen über die gesamte Breite. Dann lösen wir doch gleich mal hier die seitlichen Kompressionsriemen. Haben wir 2 an der Zahl fürs Beavertail. Und dann seht ihr auch schon, dass das Ganze hier so designt ist, dass ich hier ein Netz habe, um eben auch Gegenstände vor Herausfallen zu sichern. Es ist von der Größe her auch so konzipiert, dass man hier auch einen Gefechtshelm unterbringen kann. Das heißt, ich kann hier das Beavertail nutzen, kann dann hier das aufgerollte Gurtband mit Klettverschluss hier öffnen und dann habe ich hier auch die maximale Länge, habe hier einen G-Hook und den kann ich jetzt hier oben im Pack bzw. auf der Rückseite einhängen. Ich zeige euch das gleich, wenn es eingehängt ist. Dann ist es ein bisschen schöner zu zeigen. Machen wir das gerade hier auf der anderen Seite. Unten spare ich mir jetzt mal. Das habt ihr ja dann verstanden, wie es funktioniert. Damit es jetzt ein bisschen schneller geht. Wir essen heute zeitig. So. Und so sieht das dann aus, wenn hier der Pack mit dem Helm zusammen genutzt wird. Das Beavertail hat aber auch noch ein weiteres Feature. Es hat nämlich hier einen ausklappbaren Fuß. Den kann ich hier unten einfach herausschieben. Dann seht ihr das schon. Hier habe ich auch nochmal ein Bungee-Zugsystem, das ich lösen kann, um das Ganze eben ein bisschen weiter zu machen. Jetzt wollen wir das Beavertail mal wieder eng am Rucksack befestigen. Das heißt, ich mache hier auf beiden Seiten die G-Hooks wieder rein. Oben sind sie ja schon drin, dann muss ich sie nur eng ziehen. Und dann kann ich das Ganze wieder ganz eng nutzen. Und das hat jetzt den Vorteil mit dem Schuh, der hier unten rausschaut, dass ich hier zum Beispiel auch mal schnell ein Werkzeug verstauen kann. Wie zum Beispiel ein Bolzenschneider. Der wird dann einfach hier oben eingeschoben und landet dann hier in dem Schuh. Und dann seht ihr auch schon,
von der Länge her perfekt für einen Plattenträger, ohne dass es stört. Und vor allem, da das Werkzeug jetzt auf der Vorderseite vor dem Trinksystem ist, habe ich hier auch noch mal ein bisschen Platz zum Träger. Das heißt, wenn unterm Plattenträger direkt ein Dengler verbaut ist oder ein IFAK, habe ich hier auf jeden Fall noch mal Platz. Der Schuh ist übrigens auch noch mal gesichert, das heißt versteift. Der hat hier im vorderen Bereich noch mal eine Polymereinlage, was den Schuh immer offen hält. Das heißt, auch das Werkzeug zurückstecken ist relativ einfach, auch für einen zweiten Mann. Und das ist hier die Front mit dem Beavertail gewesen. Dann gehen wir einmal ins Hauptfach rein. Das wird auch mit einem dualen YKK-Zipper bedient. Und das ist vom Aufbau her so designt, dass hier genau diese neue Trinkblase, von der ich schon gesprochen habe, reinpasst. Ist leider nicht dabei beim Pack, müsst ihr separat erwerben. Ist von Agilite und Hydrapak zusammen entwickelt die Sabi Bladder, 3 Liter wie gesagt. Vom Aufbau her seht ihr schon, die hat hier in der Mitte 2 Verstrebungen, was die Trinkblase sehr, sehr flach hält. Ja, das heißt auch, wenn ihr die jetzt nicht mit dem benutzt oder mit irgendeinem anderen System, habt ihr immer den Vorteil, dass hier auch bei einer gefüllten Trinkblase die Blase nicht zu bauchig wird und damit funktioniert. Ebenfalls die schlanke Silhouette wird gehalten durch die Verlegung des Verschlusses an die Seite. Das heißt, hier habe ich auch nicht wie üblich vorne in der Mitte nochmal so eine Erhöhung, sondern habe es hier an der Seite und das passt hier perfekt rein. Der Schlauch zu dem Trinksystem kann hier auf beiden Seiten am Micromap rausgeführt werden. Dazu ist hier eine Öffnung aus demselben Material wie auch die Pinzer-Plakats von Agilite und dann habe ich hier die Möglichkeit eben den Schlauch rauszuführen und kann den hier auch nochmal mit einem beigefügten Klettstreifen fixieren. Da seht ihr auch hier an den Seiten ist auch noch Daisy Chain vernäht, um hier mit Karabinern arbeiten zu können. Dito auf der Unterseite. Auch hier habt ihr die Möglichkeit nochmal mit Karabinern zu arbeiten. Ganz wichtig bei einem System mit einer Trinkblase immer eine Ablauföse mit einbauen, damit falls ein Leck entsteht, das Wasser nicht im Pack stehen bleibt und unten ablaufen kann. Ist hier auch gedacht worden. Und als letztes Feature haben wir leider aktuell nicht hier, weil unsere Agilite-Sachen ja natürlich auch immer mal wieder getestet werden draußen. Da haben wir vor kurzem haben wir den Sixpack-Hänger vorgestellt, den Fanny Pack von Agilite. Der kann auch hier im unteren Bereich aufgesetzt werden und dann kann ich die Verlängerung, wo die IFAK-Gegenstände drin sind, kann ich hier mit dem Klettstreifen hier hinten auf der Rückseite fixieren. Dafür ist das gedacht. Gut, dann nehmen wir mal den Schlauch ab und dann würde ich sagen, einmal die Montage am Plattenträger. Das ist ein modulares Teil, das heißt, es ist nicht nur für Agilite konzipiert, funktioniert natürlich mit den Agilite-Plattenträgern K19 und K0, aber auch mit allen anderen Plattenträgern, die auf der Rückseite über Molle verfügen. Die Montage ist denkbar einfach. Ich habe hier im oberen Bereich 2 Molle-Straps, die ich jetzt einmal löse. So sieht das aus, wenn die gelöst sind. Dann kann ich die hier einfach am Plattenträger oben einführen. Das Ganze lässt sich auch relativ gut bewerkstelligen, weil man natürlich hier auch mit Verstärkungen gearbeitet hat, um das Ganze eben schneller zu montieren. Muss man natürlich dazu sagen, wenn ich eine Platte im Plattenträger drin habe, ist es immer schwieriger, sowas fest zu montieren, aber wir wollten einfach jetzt hier mal euch auch zeigen, dass es auch so geht, auch wenn es ein bisschen fummeliger ist. Und die Zeit, die ich jetzt brauche, um diese Schlaufen hier einzuführen, überbrücken wir mit einer kurzen Werbeeinblendung von YFood, oder? Wer sind die großen Player? YFood, Amazon, Microsoft, ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall kann man das hier dann doch irgendwie zeitnah durchkriegen. So, geschafft. Und jetzt muss ich nur noch einmal zurückfädeln. Das geht jetzt wiederum einfach, weil die Blase hier leer ist. Wir wollen ja auch schließlich, dass das Ganze später fest montiert ist und nicht irgendwie lose in der Gegend herumschlackert. Deswegen bin ich zwar immer am Fluchen, wenn ich sowas montieren muss, aber wenn es denn mal montiert ist und dann auch fest ist, dann passt das. So, Nummer 1 und Nummer 2. Passt. Okay. Damit ist der schon im oberen Bereich fest. Ich könnte jetzt theoretisch nur noch die unteren beiden offenen D-Ringe hier nehmen oder beziehungsweise
Gleiter nehmen und die hier einführen zur Fixierung. Dann wäre das Ganze schon fest. Der hat natürlich hier auch nochmal 2 längliche Mollestreifen, die man hier über die Seite befestigt. Das werde ich jetzt auch mal machen, allerdings off-Kamera, damit das ein bisschen schneller geht und ihr nicht hier warten müsst, bis ich das eingefädelt habe. Aber dann, dass ihr einfach mal seht, wie das Ganze dann fest montiert am Plattenträger aussieht, denn dann gibt es noch ein kleines Extra-Gimmick, was wir euch natürlich auch nicht vorenthalten wollen. Ich habe es geschafft und habe es montiert, einfach nochmal für euch, dass ihr das Ende nochmal hier schön sehen könnt. Am Ende werden hier durch diese Einfädlerhilfen, diese Pull-Tabs, die werden dann einmal hier verhakt. Das heißt, es kann hier auch gar nicht mehr herausrutschen. Das ist quasi eine Sicherung. Und um den unteren Bereich auch nochmal zu sichern, habt ihr dann hier diese offenen Straps, wo ihr hier in die Schlaufen gehen könnt und damit dann das Ganze auch nochmal gegensichern. Ja? Ihr seht schon, auch da braucht man wieder ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber das macht man ja auch tatsächlich nicht täglich, von daher passt das. Wer jetzt noch mal eine Schippe Sicherheit für die Fixierung oben drauf legen will, kann hier natürlich gerade, das jetzt Agilite spezifisch, das heißt, wenn ihr einen K19 oder einen K0 habt, sind hier noch 2 Straps mit dabei, die man mit Sicherheit auch irgendwo an anderen Plattenträgern nochmal fixieren kann. Das wäre, denke ich, auch ganz interessant, wenn man das semi-attachen will, also das heißt, eine Befestigung, die nicht mit Molle ist, sondern quasi mit den unteren Straps und mit den oberen Straps das Ganze nur an den Plattenträger bringen, um es eben auch schnell wieder abzubauen, könnte man hier mit diesen Dingern arbeiten. Dazu öffne ich nochmal das Hauptfach. Da seht ihr hier, habt ihr hier diese Durchlässe. Die sind übrigens auch auf einer Tegris-Schiene verbaut. Das heißt, der ganze Rahmen hier des Micromaps ist nochmal mit Struktur versehen und kann sich dementsprechend auch nicht biegen. Ist beim Plattenträger jetzt relativ uninteressant, aber eben gerade wenn ihr das Ganze irgendwie anderweitig nutzt, habt ihr hier die Möglichkeit durch die Versteifung. Und wie ihr sehen könnt, auch nochmal Klett auf der Rückseite für die Organisation. Das habe ich vorhin auch noch nicht erwähnt. Jetzt nehmt ihr diese Pull-Tabs, steckt die hier durch diese Polymerösen und auch hier wieder hält das Gurtband das Ganze in Position. Selbe nochmal auf der anderen Seite. Schwupps, ist es drin. Hält, kann ich das hier schon zumachen. Und jetzt habe ich beim K19 hier eine Klettlasche, die nehme ich jetzt einfach und führe das hier einmal durch. Beim K0 ist es so, da habt ihr so ein Tab, wo ihr es dann sichern könnt. Also auch da funktioniert das Ganze ohne Probleme. Gehe ich hier rein, sichere das mit Klett, sichere das gegen. Kann jetzt hier die Straps nochmal anziehen und fertig. So, und da man hier bei der Montage das Ganze so aufgebaut hat, dass die Mollestreifen an den Seiten sind, habe ich hier in der Mitte jetzt natürlich einen Tunnel. Der wird für einen Bolzenschneider wahrscheinlich ein bisschen zu schmal sein, denke ich mal. Ja, man kriegt zumindest mal so den Kopf rein, danach wird es natürlich eng, aber einfach, dass ihr mal sehen könnt, wie es gemeint ist. Wenn man jetzt hier mit einem Hammer arbeitet oder eben mit einem anderen Brechwerkzeug, das könnte ich jetzt tatsächlich auch hinter den Micromap am Plattenträger einstecken und dort befestigen. Ja, und so sieht das Ganze dann am Plattenträger aus. Sieht extrem cool aus, trägt nicht auf und gibt euch eben einfach nochmal ein bisschen Platz zur Organisation eurer Ausrüstung für Trinkwasser und was ihr sonst eben noch braucht oder wenn die Murmel mal am Plattenträger versorgt werden soll. Das bringt uns auch schon zum Fazit vom Micromap. Er ist ganz neu, es gibt noch keine Erfahrungsberichte, aber unserer Meinung nach ist er halt perfekt, gerade auch von der Form her. In Verbindung mit der neuen Hydra-Packblase ist es eine sehr coole Sache, finden wir. Und ja, auf jeden Fall eine Empfehlung für euren Plattenträger. Muss auch nicht unbedingt ein Agilite-Plattenträger sein, wie ihr gesehen habt. Das funktioniert auch mit anderen Molle-Plattenträgern so. Den Micromap bekommt ihr überall dort, wo man Produkte von Agilite kaufen kann, auch zum Beispiel bei Best Protection. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Seid ihr vielleicht auch einer derjenigen, die schon zugeschlagen haben und den Micromap zu Hause haben? Dann schreibt uns mal in die Kommentare. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus, bis dann, macht's gut. Bye, bye.